Herzlich willkommen, lieber Wassermann, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 11. Januar bis zum 20. Januar. Das ist die dritte Dekade im Sternzeichen Steinbock und wir befinden uns zwar jetzt noch in der erdverbundenen Energie des Steinbocks, man merkt aber schon langsam die Luftenergie vom Wassermann. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Wassermann. Zu der aktuellen Dekade. Wir haben über die gesamte Dekade hinweg abnehmenden Mond. Ja, schauen wir mal. Eine Karte für dich, lieber Wassermann, für diese Dekade. Was bringt dir diese Dekade? Okay, das Aeon. Das Aeon. Eine Art Neuanfang, eine Art Wiedererstarken, eine Art freie Entfaltung. Also irgendwie ist es dir gelungen, in deinem Leben dir mehr Raum zu genehmigen. Oder ja, also dir selbst als Person oder einen gewissen Bereich in deinem Leben. Du hast aus irgendeinem Grund mehr Raum. Das hat sich jetzt auch so entwickelt. Es basiert auf Entscheidungen und Entwicklungen in der letzten Zeit. Und jetzt kann sich deine Persönlichkeit freier entfalten. Durch diese freie Entfaltung könnte es sein, dass deine Persönlichkeit, deine Selbstdarstellung oder ein Bereich in deinem Leben plötzlich auch eine ganz andere Gestalt annimmt, sich anders entwickelt, als man gedacht hat. Aber das ist ja sehr positiv, ne? Also da steckt auch ein starkes Wachstum dahinter und aufgrund dieses Wachstums entsteht ein Neuanfang. Wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich dies bei dir bezieht. In dieser Dekade strebst du nach Weisheit. Du möchtest irgendwas über das Leben verstehen, über das Leben selbst. Denkst hier sehr philosophisch, vielleicht auch über viele spirituelle Themen nach oder zumindest so ethisch-philosophischer Natur. Du möchtest hier inspirierende Einsichten finden und eine reife Haltung zu den Dingen einnehmen, dir selbst treu sein und auf diese Weise eine gewisse Weisheit erlangen. Und in gewisser Hinsicht transformierst du. Du solltest transformieren, das sagen die Karten hier. Dich frei entfalten, dich weiterentwickeln, dich freier ausdrücken und dich intensiver selbst verwirklichen. Das Interessante ist bei dieser Karte ist, dass sie auch sagt, dass es etwas aus der Vergangenheit gibt, was dich als Person besonders ausmacht, womit du dich vielleicht auch in der Vergangenheit besonders identifiziert hast und dieses etwas, diese Sache, dieses Thema, sollst du mit in das Neue nehmen und mit dieser Sache, mit diesem Thema transformieren. Und es ist natürlich dann eine wichtige Entscheidung. Was ist denn das? Ne? Es ist eine Entscheidung, die dich ganz persönlich ausmachen wird. Ja, und nach dieser Transformation wirst du eine innere Balance erreichen, einen Moment der Stille, der inneren Ruhe. Vielleicht wirst du auch das Bedürfnis haben, dich zurückzuziehen und allein zu sein und Stille zu finden. Das ist ja auch ein enormer Prozess hier und danach kommt die Ruhe. Ja, interessant. Wir schauen mal, mit welchen Herausforderungen du es in dieser Zeit zu tun haben wirst. Ja, du hast Pläne. Du machst dir Pläne. Du machst dir Pläne, Vorstellungen, Konzept. Du machst dir sehr viele Gedanken. Das ist eine sehr schöne Karte für Luftzeichen. Wird auch dem Zeichen Wassermann zugeschrieben. Du strebst hier nach Weisheit und du machst dir viele Gedanken und deine Gedanken machen Sinn. Deine Gedanken werden in sich schlüssig sein, mehr als sonst. Und
irgendwelche neuen bereichernden Gedanken kommen hier hinzu. Dir wird auch etwas klar werden. Dir wird tatsächlich die Welt ein wenig heller vorkommen, erhellt werden. Ja, da es fügen sich auch verschiedene Ideen und verschiedene Vorstellungen, verschiedene Gedanken zu einem großen Ganzen zusammen und ergeben eine Einheit, was dir einfach sehr viel Zufriedenheit geben wird, sehr viel Zufriedenheit schenken wird und ja, dich einfach erfüllt und dir sehr viel Selbstwertgefühl geben wird. Ja, sage ich doch. Da kommen die zwei Kelche hinzu. Die Selbstannahme, die Selbstliebe, die Selbstharmonie. Du wirst sehr zufrieden mit dir sein. Du wirst sehr glücklich darüber sein, dich zu haben. Nein, also die Selbstannahme ist halt einfach so im Vordergrund. Also ich kann mir vorstellen, dass du hier auch deine Stärken, deine Schwächen, deine gesamte Persönlichkeit erkennen kannst in dieser Dekade und sie auch besser annimmst und liebevoll und sie liebevoll in eine Einheit bringen kann, genauso wie deine Gedanken. Durch diese angenehme Selbstannahme, durch diese Selbstwertschätzung, die du jetzt erfährst, das wirkt sich natürlich positiv auf alle deine sozialen Kontakte aus, ne? Die Ich-Du. Thematik in deinem Leben wird sich auch sehr harmonisch und erfüllend darstellen und eventuell auch zu einer ganz bestimmten Person oder zu einer bestimmten Personengruppe. Also da wirst du sehr viel Harmonie, Einklang und einfach Liebe erfahren. In der Vergangenheit ein Prinz der Scheiben, der für dich wichtig war. Der Prinz der Scheiben ist eine Person der Erde, könnte sich hier um Steinbock, Stier oder Jungfrau handeln, muss aber nicht unbedingt. Vielleicht war diese Person einfach in der Vergangenheit sehr von Erdenergie durchdrungen oder bestimmt. Hier zeigt sich eine jüngere Person. Diese Karte kann aber auch auf dich verweisen. Ne? Entweder ist hier eine andere Person verweist, die diese erdverbundene Energie gezeigt hat. Oder diese Karte ist auf dich bezogen und du musstest in der letzten Zeit die Rolle des Prinzen der Scheiben zeigen. Der Prinz der Scheiben ist eine recht junge Person, eine Person, die sehr pragmatisch denkt, sehr realistische Vorstellungen hat, aber noch unerfahren ist. Eine Person, die noch dazu lernt, die Neues erfährt und sich allem Neuen mit einer gewissen Neugier, aber auch Geduld annähert. Ne? Eine sehr geduldige, aufmerksame Person mit sehr viel Konzentration. Ja, eine Person, ja, also so eine Person, entweder warst du diese Person in der letzten Zeit oder du kanntest so eine Person. Diese Person könnte jetzt weniger wichtig in dein Leben werden. Das werden sich die weiteren Karten zeigen, aber diese Person ist auf die Vergangenheit ausgerichtet, ne? Wir schauen uns mal die Situation näher an. Was dachte der Prinz der Scheiben? Vielleicht hast du diese Person neu getroffen in der Vergangenheit oder wieder getroffen. Ja, da sind jetzt 3 Karten rausgefallen. Das ist ein bisschen zu viel. Okay, das ist sie. Ah ja, die Ausgleichung. Die ist eben tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das sehen konntet, aber die ist eben schon mal rausgefallen. Dann wird es die wohl sein. Diese Person war sehr ausgeglichen in der letzten Zeit, hat inneren Frieden gefunden, innere Balance. Wenn es hier eine andere Person ist, dann
also wenn du diese Person kennst, dann sehe ich hier ein gleichberechtigtes, faires Verhältnis mit dieser Person. Mit dieser Person konntest du gut kommunizieren. Mit dieser Person gab es faire Absprachen. Und vielleicht bist du in Harmonie gegangen mit dieser Person. Also vielleicht hattet ihr, vielleicht geht es hier um eine Versöhnung. Aber auf jeden Fall vor allem um Fairness und Gerechtigkeit. Waage zeigt sich hier auch. Der Eremit, Jungfrau zeigt sich hier auch. Ja, aber irgendwie hattest du hier so eine Zeit, eine zurückgezogene Zeit. Vielleicht hast du das, also entweder als wenn du der Prinz der Scheiben warst, dann hast du hier dich vielleicht mit einem neuen Themengebiet beschäftigt und das hat dir wirklich innere Balance verschaffen. Irgendwie hat dich das sehr zufriedengestellt und hat auch dazu geführt, dass du Klarheit gefunden hast, dass du Stabilität in dir selbst, deine innere Mitte gefunden hast. Du musstest dich dafür aber sehr zurückziehen und warst sehr introvertiert in der letzten Zeit. Bist auch ganz bewusst anderen Menschen aus dem Weg gegangen, hast bewusst gesagt, ich gehe jetzt erstmal diesen Weg alleine. Das sehe ich auch, wenn der Prinz der Scheiben eine andere Person ist. Dann ist das so, dass du dieser Person das auch erklärt hast und mit ihr darüber eine Vereinbarung getroffen hast, dass es jetzt gerade wichtig für dich ist. Und diese Person hat es auch verstanden. Da gibt es einfach sehr viel Frieden zu dieser Person. Der Eremit war für dich sehr wichtig, diese Phase, weil du musstest erstmal eine gewisse Objektivität erlangen, eine gewisse Klarsicht. Du musstest erstmal herausfinden, was du wirklich willst, um dir auch auf Dauer selber treu zu sein und bessere Beziehungen, verantwortungsvollere Beziehungen auf Dauer zu führen. Diese Energie vollzieht sich aber ein wenig weiter. Du bist am Nachdenken. Du bist immer noch sehr, sehr stark am Nachdenken in dieser Dekade. Hier habe ich gemeint, hier ergeben deine Gedanken Sinn. In dieser Energie ergeben deine Gedanken noch nicht so viel Sinn. Aber du sollst hier, das ist auch richtig so, denn du sollst hier eine gewisse Bewusstseinserweiterung vollziehen und du willst das auch. Und dann werden die 6 der Schwerter passieren. Das könnte hier wirklich ein Hin und Her überlegen sein, ein sehr gründliches Nachdenken und auch ein Gefühl, immer wieder das Gefühl, auch immer wieder so zu bekommen, dass es nicht vorangeht, dass du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst, dass du, ja, mit deinen Überlegungen nicht vorankommst. Aber das ist nur eine Illusion. Du kommst hier sehr, sehr gut damit voran. Du hast hier auch viele Optionen, was in Bezug darauf, wie es jetzt weitergehen soll in deinem Leben. Und das lässt dich auch hin und her überlegen. Was sollst du jetzt für die Zukunft machen, ne? Da sehe ich schon eine gewisse Unentschlossenheit, die sich aber im Laufe dieser Dekade auflösen wird. Ja, wow, hier zeigt sich das Ass der Kelche, eine neue Liebe in dein Leben, einen neuen Bezug zur Liebe in dein Leben, neue inspirierende Gefühle und natürlich auch eine neue Liebe zu dir selbst, die sich hier entfalten möchte, die hier erwachen wird. Aber natürlich könntest du dich in dieser Zeit auch neu verlieben oder die Liebe zu einem bestimmten Menschen neu entfalten lassen, auf eine tiefere Stufe bringen.
und so auch freien Lauf lassen, ne? Die bedingungslose freie Liebe zeigt sich hier. Ja, du bist hier in einem sehr, sehr wichtigen, ernsthaften Prozess, lieber Wassermann. Und da kommt jetzt mal endlich wieder Feuer rein. Wir hatten ja noch gar keine Feuerenergie. Hier zeigt sich Feuer. Der Wunsch, sich zu behaupten, der Wunsch, ehrgeizig zu sein. Aber irgendwie, du hast halt noch nicht richtig dein Ziel. Deswegen, es baut sich hier schon Feuerenergie auf, der Wunsch, tatkräftig zu sein, der Wunsch, irgendetwas für dich zu erkämpfen, der Wunsch, auch eine Person für dich zu erobern. Ja, aber es ist irgendwie noch nicht richtig zielgerichtet. Du musst diesen gedanklichen Prozess zunächst erstmal vollständig vollziehen. Du findest hier Harmonie, inneren Frieden, auch Klarheit. Das ist gut. Du versuchst auch, diesen Prozess, in dem du dich befindest, transparent zu halten. Ich sehe dich hier viel kommunizieren über deine Gedanken. In deinem Freundeskreis, auf der Arbeit, du hältst alle deine Gedanken transparent. Da ist nichts im Verborgenen. Ne? Du versuchst offen darüber zu reden. Du hast auch keine schweren Gefühle. Du machst dir einfach nur sehr viele Gedanken. Da bist du ja auch voll in deinem Element drin. Trotzdem sehe ich, dass es eine harte Arbeit wird, zu den entscheidenden Clou zu kommen, zu den 6 Schwertern. Aber auf deine soziale Umgebung kannst du dich im Moment sehr verlassen. Da findest du sehr viel familiäre Verbindung, sehr viel Halt, sehr viel Fürsorge auch. Und dir wird sehr viel Großherzigkeit entgegengebracht. Deiner Umgebung, deiner sozialen Umgebung kannst du voll ins Vertrauen. Und da wirst du viel Liebe erfahren. Tatsächlich kannst du dich auf also durch deine familiären Strukturen, kannst du dich einfach treiben lassen. Da gibt es sehr viel Halt, der dich trägt einfach. Du kannst dich hier ganz um deine Gedanken kümmern. Deine Gedanken sind sehr im Vordergrund in dieser Dekade. Aber es ist auch sehr ruhig um dich herum, ne? Es ist sehr ruhig und vielleicht ein bisschen zu ruhig. Ich spüre hier und hier auch schon, ne? Also hier wirst du schon ungeduldig und denkst dir so, ja, jetzt muss ich ja auch mal was machen, aber es ist zu früh. Du musst noch weiter nachdenken. Und hier zeigt sich auch der Teufel, was irgendwie witzig ist, dass du diesen Teufel anstrebst oder möchtest oder so. Du möchtest jetzt geprüft werden. Du möchtest in Versuchung geführt werden, was ich halt irgendwie witzig finde. Aber irgendwie glaube ich, ja, also du bist ja auch so in dir ruhend. Du könntest es mit jeder Versuchung aufnehmen, ne? Vielleicht hast du hier sehr viel auch über Werte nachgedacht. Über moralische Werte. Und du erwartest vielleicht, dass du in naher Zukunft geprüft wirst, insofern, ob du wirklich nach diesen Werten leben kannst, ob du das wirklich möchtest. Das könnte sehr gut sein. Ja, ich sehe hier auch die Sehnsucht bei dir ein bisschen mehr, irgendwie ein bisschen mehr
Action in dein Leben zu haben, mehr dunkle Energie. Aber auch Leidenschaft, ne? Mehr Leidenschaft. Und dass du die hier ausdrücken kannst. Vielleicht willst du hier auch wirklich dann... Du hast ja noch keine richtige Zielausrichtung. Das ist eben das, woran du gerade, ich will nicht sagen leidest, aber arbeitest. Du arbeitest gerade daran. Aber du erwartest vielleicht, sobald du die hast, dass du dann vollen Einsatz gibst. Und dass du hier dann auch wirklich so 100%ig mehr als 100%, 120% gibst. Das erwartest du vielleicht dann von dir. Der Teufel ist hier vielleicht auch ein Hinweis, dass du ein bisschen zum Perfektionismus neigen könntest in dieser Dekade. Ein bisschen zu sehr. Beim Gehängten ist es so, es geht da ja auch um eine Bewusstseinserweiterung. Und diese Bewusstseinserweiterung schließt einen synthetischen Blick auf die Welt mit ein. Es ist ein Blick, bei dem nicht alle Details erkennbar sind. Es ist mehr das große Ganze. Ne? Nicht die einzelnen Bäume im Wald, sondern der Wald. Und wenn man nur den Wald sieht, hat man eine größere Perspektive, aber man kann jetzt nicht die einzelnen Bäume bestimmen, weil man die gar nicht mehr so genau sieht. Also so ein synthetischer Blick ist auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass man Details übersieht. Oder dass man einfach, also der Mut zum Unperfekten, den braucht man, um diese höhere Perspektive einzunehmen. Und da kann ich mir vorstellen, dass du hier einfach nicht den richtigen Moment abpasst. Oder dass es in dieser Dekade für dich darum geht, diesen richtigen Moment abzupassen. Um zu diesen 6 Schwertern zu kommen, ne? Nämlich man kann nie alles komplett 100%ig verstehen. Es gibt immer gewisse Abstriche, die man machen muss. Wie sagt man, der Teufel steckt im Detail. Ne? Und wenn man versucht, alles bis ins Detail zu durchleuchten, dann kommt man nie an sein Ziel. So eine Energie so könnte es darum gehen. Wir schauen mal, was passieren wird. Neuanfänge, das Aeon, Neuanfänger, umsichtiger Neuanfang. Ja, das ist hier sehr, sehr positiv. Also gerade die zweite Hälfte der Dekade ab den 16., 17., da wirst du mit Ergebnissen rechnen, da geht es wieder voran. Aber du gehst vorsichtig und behutsam auf das Neue zu und versuchst es nicht durch Leidenschaft oder Ehrgeiz an dich zu reißen. In der ersten Woche wirst du noch sehr beherzt sein, hier 11. bis 16. Aber du wirst mit diesem Tatendrang nicht so gut vorankommen, wie du denkst. Es ist vielleicht jetzt besser, sich erstmal auf diese neuen Einsichten einzulassen und sich wirklich einen guten Plan zu überlegen und zu klaren Zielvorstellungen zu kommen, bevor es dann weitergehen kann. Du brauchst auf jeden Fall mehr Raum für dich. Das ist die ganze Dekade über präsent. Mehr Raum zur freien Entfaltung. Und es braucht ein wenig Zeit, bis das aufblüht. Meditiere und denke nach. Das ist der Ratschlag vom Mond an dieser Stelle. Und ja, ich glaube, das Nachdenken, das Meditieren wird in dieser Dekade für dich sehr produktiv sein, lieber Wassermann. Ich wünsche dir von Herzen, dass du diese Energien gut für dich nutzen kannst. Ich wünsche dir eine angenehme, entspannte Dekade mit vielen wertvollen Einsichten. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden?
In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.